Ich hau direkt nochmal einen hinterher raus. Schauen wir, was sich noch zeigen möchte. Das Bedürfnis, ein bisschen Musik anzumachen. Ich hoffe, sie stört euch nicht. Nach der Einlegung, die eine gewisse Strenge hatte, wir haben schon wieder die Hohepriesterin, was ist denn hier los? Hatte ich das Gefühl, dass auch genau dieser andere Pol, dieses wieder ein bisschen weicher werden können, jetzt noch dran ist, noch dazukommen soll. Wie wir es schon mal hatten letztens beim Tarot, als Menschsein, was einen Blick aufs Menschsein erlebbar macht oder erfahrbar macht, sichtbar macht, ist das ständige Ausbalancieren. Und es ist gut, die Extreme zu kennen, ohne sie ständig besetzen zu müssen. Die Sonne strahlt auf den Narren. Hier ist wieder ein Neuanfang, wieder ein neuer Aufbruch. Das ist hier für jemanden ganz stark. Das ist eine Geburtsstunde. Wir hatten es immer wieder auf dem Alter mit dem Release. Da sind sie wieder. Die Ladies. Für eine Geburtsstunde. Ein neues Ich-Gefühl oder etwas. Ich bin hier noch nicht sicher, das kann sich hier mehr um das innere Erleben von dir drehen. Wir haben hier noch nichts irgendwie Münzhaftes. Direkt mal schön 4 Arkana, die Sonne, der Narr, die Herrscherin, die Hohepriesterin. Ein innerer Aufbruch, ja. Krass. Fühlt sich auch gerade an, als wäre hier irgendwie so eine, fühlt ein bisschen wie so eine Doula. Also das ist wie... Das fühlt sich sehr intim an, das ist sehr heilig. Ein Raum, der schützenswert ist, eine Situation, die schützenswert ist. Ich bekomme ja auch gerade wie das Bild so, als gäbe es einen Flügel, der dich behütet, der dich einhüllt. Der Eremit? Er hatte mich letztens gefragt, ob wir hier ein bisschen so eine Eremiten-Truppe sind. Das ist ja auf jeden Fall eine relativ starke Energie, die immer wieder kommt. Ich zeige ihn auch gleich nochmal. Ich glaube, der hat auch viel mit Geburt zu tun. Also es gebiert sich etwas Neues, ein neues Erleben, ein neues Bewusstsein, ein neuer Bewusstseinszustand. Auch in dem Einsamen, in dem Geschützten. Der geschützte Raum. Und hier wollte sich aus dem Deck der Ritter der Schwerter so ein bisschen rauskämpfen. Der ist aber nicht rausgekommen. Der hat sich hier nur umgedreht. Das könnte sein, wie, weißt du, ich stell mir gerade irgendwie so eine Hütte oder ein Haus oder ein Zelt vor. Ein Zelt kam ganz stark, in dem halt so etwas ganz Besonderes passiert. Und Geburt muss hier nicht buchstäblich eine Geburt sein, kann es aber sein. Ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert. Es kann aber auch wie, ja, nach einem langen Prozess auch der Auflösung. Wie, ich weiß nicht, ob du Game of Thrones geguckt hast, aber wenn die Daenerys mit den 3 Dracheneiern in das Feuer geht und, also bitte nicht nachmachen, also es ist hier eine Metapher. Und dann gibt es diesen Moment, wo das ganze Zeug runtergebrannt ist und plötzlich ist sie da ganz, ganz nackt und hat diese 3 Drachen irgendwie auf sich. Das ist auch eine krasse Szene. Gucken, ob ich die vielleicht anhänge, wenn ich die so finde. Also dieser Moment von da erscheint ein neues Wesen. Ein Teil von dir hat sich an die Oberfläche gebracht. Du hast es zugelassen. Was der Kelchchen. Es ist auch etwas Herzergreifendes. Es ist ein ergreifender Moment. So eine Neugeburt, seine Geburtsstunde kann etwas Überwältigendes haben.
Und es ist ein Segen, dabei sein zu können, das bezeugen zu können. Page der Kelche. Eine Unbefangenheit. Dieser Fisch macht hier auf sich auch aufmerksam. Oh, es könnte auch etwas sein, das ist ganz interessant. Man redet ja aber von so spirituellem Team. Manche Menschen sprechen auch von, weiß ich nicht, sowas wie Daimonion oder irgendwie höheres Selbst, Spirit Guides, solche Figuren. Ich bekomme ja auch gerade wie sowas, ein Begleiter. Es könnte auch ein Begleiter in dein Leben treten. Es kann auch ein Tier sein, das dich begleitet oder ein Mensch oder eine Band oder ein Text, irgendetwas, wo du das Gefühl hast, hier ist jemand so einer Gefährten oder etwas ist eine Gefährtenkraft und auch dieses Beschützende mit dem Flügel, also etwas begleitet dich hier. Etwas begleitet und beschützt dich. Krass. Also gut. Dieses Gefühl kann einem sehr helfen. Du bist in dem Sinne, auch wenn du als Eremit hier auch mit auftauchst oder ein Teil, dir ist Energie mit auf dem Tisch liegt, du bist hier nicht ganz alleine. Da wollte gerade ein Nieser rauskommen, ist aber nicht ganz. Ja, man will diese Stimmung nicht stören. Und das ist ein bisschen auch wie mit, also atme ganz entspannt und tief durch, aber es ist fast wie so Menschen, die das vielleicht irgendwie auch mitkriegen, die halten ein bisschen den Atem an. Etwas auch Zartes, was sich hier gebiert. Deine Zartheit, deine Verletzbarkeit, deine auch Zerbrechlichkeit und trotzdem diese lebendige Stärke, also wie so ein Küken, das aus dem Ei kommt, das ist eine unheimliche Stärke, womit so ein Wesen, das aus einem Ei schlüpft, diese Schale durchbricht. Also da steckt viel Kraft dahinter, aber es ist trotzdem natürlich etwas Zartes, etwas Zerbrechliches, etwas, das man weiter beschützen will. Und ich habe das Gefühl, Leute in deinem Umfeld reagieren vielleicht auch so. Vielleicht nicht alle, aber manche. Also es gibt diese Autorität des Zarten oder des Fragilen. Etwas, was du hier verströmst, mit dem Narren und der Sonne natürlich. Es ist wie man will das nicht kaputt machen. Das ist eine ganz besondere Form der Stärke. Und es erlaubt Menschen eben auch diesen Punkt in sich, also anderen Menschen auch, die das erleben und mitbekommen. Stell dir, hier hat jemand einen ganz tollen Musiker letztens gepostet, den kannte ich noch gar nicht, ein Song, der sich irgendwie auf der Persephone heißt, Tamino heißt er, glaube ich, zu dieser Persephone-Geschichte. Wobei der nicht so fragil wirkt, finde ich. Ich überlege jetzt, wer hat denn dieses Fragile so stark? Nick Drake. Wenn du die Musik von Nick Drake anhörst zum Beispiel oder von Elliott Smith oder so, da merkt man, dass dieses feine menschliche Fragile, das darin auftaucht, das Störbare, womit diese Musiker zum Beispiel, ich wollte jetzt absichtlich tatsächlich auch männliche Musiker auswählen. Es gibt noch ganz viele andere, die das so übertragen oder die das zeigen, aber da entsteht eine ganz besondere Form von Stärke in dem Zeigen des Fragilen, was du hier verkörperst. Und darin sind alle auch starken und sich äußernden Kräfte enthalten. Also unterschätzen wir das nicht. Unterschätze dich nicht. Weil es auch ein Wehrnis ist gegen diese kalte Welt. Das ist total revolutionär, es ist total krass. Schon wieder die 5 der Stäbe. Angang. Meine Fräse. Manche kommen auch nicht drauf klar. Also manche Menschen kommen nicht darauf klar, da kann sich das hier quasi nicht öffnen.
Der ist ja fix verschlossen. Und es gibt Menschen, die daran durchtellern, an dieser Ausstrahlung, die du hier vielleicht, wenn du hier dich mit drin in Resonanz fühlst, die du ausstrahlst. Die haben das Gefühl, sie müssen das angreifen, weil sie an ihre eigene Fragilität unbewusst erinnert werden. Da wird etwas geweckt und der Mechanismus, den sie nicht schaffen zu erkennen, richtet sich in manchen Fällen dann nicht, also manche Leute richten sich dann auch gegen sich, aber andere richten sich dann gegen dich, weil sie nicht aushalten können, daran erinnert zu werden, dass sie auch zerbrechlich sind als Menschen. Das löst dann halt sowas aus. Das meine ich mit revolutionär. Wenn du diese Energie verströmst, wenn du dich in deiner Verwundbarkeit als Mensch und in deiner Menschlichkeit zeigst, vielleicht lässt du hier auch Gefühle offen zu und zeigst diese Gefühle, reagierst emotional auf irgendetwas, vielleicht bist du gerührt von etwas, vielleicht vergießt du Tränen in der Öffentlichkeit und schämst dich nicht darum oder du lachst oder du lächelst. Es reicht ja manchmal schon aus, um Leute vor den Kopf zu stoßen in dieser komischen Welt. Du bist hier auch so ein bisschen ja wie als Königin der Kelche unterwegs. Du ehrst das, was aus deinem Herzen kommt. Und das bringt manche Leute bringt sowas alleine schon um den Verstand. Weil sie es nicht sehen wollen, weil sie es nicht anerkennen können in sich. Es ist also auch ein Wagnis, sich so die Fragilität des Selbst anzuerkennen, des Menschen. Es erlaubt halt auch eine verschärfte Wahrnehmung mit der Hohepriesterin. Du kannst weitaus mehr wahrnehmen, wenn du dich öffnest für das, was dir in deinem Leben passiert. Es braucht also Stärke. Und es braucht mit der Sonne und dem Narren auch natürlich, es ist auch was Kindliches, höre ich gerade, natürlich. Es ist ein Wagnis, dieses Kind zuzulassen, das man ist. Das Unbefangensein. Wird häufig unterschätzt. Ich habe das Gefühl, ich möchte noch eine Karte. Vielleicht als irgendein Hinweis, wie du damit umgehen könntest, wenn Menschen komisch darauf reagieren. Das soll ja hier auch ein bisschen helfen und nicht nur beschreiben. Weil manchmal auch eine Beschreibung helfen kann, aber... Okay, das, was am Unterdeck sich zeigt, soll ich zeigen. Was dir helfen könnte, erinnere dich daran, dass du die Bestätigung von außen nicht brauchst, um das leben zu können, was du bist, was du hier auch neu zum Vorschein bringst. Erinnere dich daran, dass du einen Schutzraum hast, der ist bereits da, das meine ich mit diesem Zelt, also metaphorisch verstanden. Vielleicht dein Zuhause, vielleicht ein Raum, vielleicht auch eine Gruppe oder irgendetwas, also wo du so sein kannst. Vielleicht eine Band oder ein Ort, an dem du so sein kannst, ein Garten, ein Park. Irgendetwas, wo du weißt, hier musst du nichts davon verstecken, dass du dich da immer wieder auflädst. Und dass du das als Erinnerung, das ist vielleicht ein Teil deines Schutzpatrons, deiner Begleitung. Du bist von dem Schutz, den du in deinem Schutzraum erlebst, auch umgeben, wenn du nicht in dem Schutzraum bist. Hol dir den Schutzraum durch den Alltag laufen. Hol dir das her, ruf das herbei. Das Gefühl, sicher zu sein. Das ist das, was zulässt, dass du auch dass du dich nicht verhärten musst, dass du dich nicht verändern musst, nur weil irgendwie andere Leute hart sind oder kalt sind oder Situationen komisch sind oder das Umfeld irritiert ist. Das ist wie, bau deine Aura auf in dem Sinne, bau deine Sphäre auf und die erhält sich hier selbst. Dafür brauchst du nichts anderes, du darfst es nur nicht vergessen, dass du das kannst. Erinnere dich daran. Und dann kannst du dich innerhalb dieser eigenen Sphäre auch ausbreiten und dich halt wie ein besonderes Wesen durch diese komische Welt bewegen. Und hier soll ich nichts mehr zeigen. Das andere Reading war leider ziemlich abgehackt. Ich habe es aber so gelassen, weil es irgendwie auch gepasst hat. Aber das hier möchte ich ein bisschen weicher ausklingen lassen. Und
Und zwar tatsächlich gar nicht mit viel mehr Worten, sondern einfach so einem Gefühl von Anerkennen, das Anerkennen, wenn du Lust hast, das gemeinsam irgendwie einen Moment auch schweigend mit dem Ausklingen des Videos hier zu machen. Dann fühle ich eingeladen. Ich glotze jetzt einfach in die Gegend und verbinde mich mit dieser Qualität.